Sie sind glatt, lackglatt. Glatt wie die angebliche Menschenhaut in dieser Rasiererwerbung. Nicht aalglatt, viel zu nah uns organischen Menschen und der schleimigen Erotik unserer Körper. Plastikglatt. Humanoide Roboter sind, egal ob regeltreu oder anarchisch, Produkte unserer Popkultur. Denn bevor es wirklich Roboter gab, haben Mode, Science-Fiction-Film und Literatur entschieden, wie sie aussehen werden und prophezeien den Look der Zukunft heute dialektisch mit der Robotik. Ihr Name Roboter aus dem tschechischen Theaterstück RUR von Karel Čapek, hier in einer Verfilmung aus dem Jahr 1935 von Alexander Andrzejewski, bedeutet, wie passend, Frondienst oder Arbeit. Es geht auf das kirchenslawische Wort für Sklave zurück. Die Machtverhältnisse scheinen also erstmal eindeutig. Hier sehen Roboter noch ein bisschen aus wie mechanische Maschinen, eher die späten Futurismen der Industrialisierung. Ihre metallische silberne Oberfläche behalten sie als Antithese zu unserer porösen, organischen, behaarten Haut. Durch diesen eleganten Schnitt wird RUR in die Tradition des Ritters gestellt. Er verschmilzt mit seiner Rüstung und lässt uns mit der ewigen Frage zurück: Tragen Roboter glänzende Kleidung oder sind es ihre nackten Körper, die reflektieren? Eine Frage, die auch die Mode umtreiben wird. But all indications seem to point to tomorrow's girls being dollied up in man-made metal outfits. Mit noch mehr metallischem Glamour trumpft die erste Science-Fiction in Spielfilmlänge auf. Fritz Langs expressionistisches Metropolis erzählt 1927 von der eisern strahlenden Roboterfrau Maria, die für die ArbeiterInnen kämpft. Man beachte die Haare, die sich selbstredend in einen Helm in Flapper-Frisurform transformieren. Irgendwo zwischen den Erinnerungen an die geometrischen Formen des triadischen Balletts und einem sündigen, denaturierten Marientypus tanzt sie. Abi Warburg würde sagen, sie lebt fort. Als Lichtreflex auf dem Tall Slender Robot of Human Proportions with a gleaming bronze-like metallic surface of an Art Deco design, bekannt als C-3PO, vielleicht in einem Anzug aus Vibrabium, den marienhaften Bühnenoutfits von Cher, diesem schildhaften metallischen Bikini von Princess Leia, in der 7-minütigen Feier dieser Sneaker. Everywhere, every single panel is gold. Und dieser? Und naja, vielleicht auch in diesem kleinen Raumschiff. Dank dieses Instagram-Filters endlich auch als Selbstversuch für zu Hause. Mit dem geschlechterübergreifenden Ganzkörperanzug avanciert die glatte Oberfläche zur Ästhetik einer neuen Zeit, in den 60ern unter anderem durch Catwoman, die den Begriff Catsuit prägt. Keine Nähte, keine Falten, damit verweist nichts mehr auf die Montage. Eine Absage an die sichtbare Mechanik, an den Prozess, der ein paar Jahrzehnte früher die Modern Times prägte. Keine Knöpfe mehr, wie hier, als tragbare Schrauben an diesem Kleid. Keine Metalleinsätze zum mechanischen Schließen der Latzhosen als industrielle Souvenirs. Deshalb verwandeln Pierre Cardin, André Courrèges, Paco Rabanne und Mary Quant Ende der 60er Jahre ihre Ateliers in Labore. So, there were some chaps who just invented this way of making things. Where you just pour a kind of chewing gum into a mold, into a last, and you get out what you want. And you know, rather like making a sort of jelly. And so they said, well, sort of more or less come and play with my machinery. And this is how we started making these shoes. Plastik ist das Material der Zukunft, als man noch nichts von den heute erdrückenden 450 Jahren seiner schier endlosen Zukunft ahnte. Sie gießen Kleider aus PVC, Kunststoffe fließen in Regenmäntelformen. When the rain comes down on tomorrow's brave new world, you'll put on your plastic raincoat, put up your plastic hood. Oh, wait a bit, it's stopped now. So you can open your plastic bag to see if that plastic hood has messed up your hairdo. If so, a plastic comb will soon put that right. If you think that's too transparent, here's an opaque white raincoat, also plastic. Dacron, Millar, Plastik. Plastik in seiner mannigfaltigen Schönheit. 100 carat good plastic. Besonders Gewiefte schreiben sich mit Lipgloss die metallischen Oberflächen auf den Leib. Selbst 2004 in Lil Mama's Song Lipgloss noch von der Hip-Hop-Version eines Heiligenscheins als Gamechanger gefeiert. I just want to be a part of the cool crowd. I just feel like I don't have what it takes. I have something here for you. This lip gloss, it worked for me. I gotta ask him, 'cause if I don't, I don't
Und natürlich soll es spiegelglatt glänzen. In den 70er und 90er Jahren bekommt Chiaroscuro, also das Spiel mit dem Licht, in der Disco eine andere Bedeutung. Alle Geschlechter leben wie hier in Thank God It's Friday und Divines Musikvideo I'm So Beautiful für die Reflexion, den Effekt. Die "Macht doch bitte alle Lämpchen an" Disco-Kugel wird zum flächendeckenden Berufswunsch und Modeideal. Zum Glück war Jane Fonda, alias Barbarella, in den 80ern wieder auf Erden zurück, um das nächste Kapitel der eng anliegenden glatten Kleidung zu zelebrieren: Aerobic. Ein tolles Ausdauertraining für den modebewussten futuristischen Menschen. Überraschung! 1967 von einem Militärarzt und Astronautentrainer namens Kenneth H. Cooper erfunden. So sehr glänzt es sonst nur in der sadomasochistischen Fetischwelt wie hier in Il Portiere di Notte von Liliana Cavani, der Charlotte Rampling zum Star macht und die Kleidung der NS-Zeit verhandelt. Mit silbernen und glänzenden Oberflächen entwirft die Popkultur den Roboter, wie in diesem Musikvideo der Rapperin Missy Elliott, bis heute zwischen militärischer Rüstung und ständigem Spiegel. An seiner Oberfläche reflektieren wir uns selbst. In Where They From, übrigens auch durch die Erzählung der belebten Puppe, in die Tradition des jüdischen Golems gestellt. Wie hier in Der Golem, wie er in die Welt kam, aus dem Jahr 1920 oder in E.T.A. Hoffmanns Der Sandmann. Irgendwann, kurz nach Mitte des letzten Jahrhunderts, verschmolzen unter der glatten Oberfläche die ästhetischen Fantasien vom Roboter mit den Vorstellungen davon, wie außerirdisches Leben aussieht. Die beiden großen anderen, Unbekannten, fusionieren. Alexander McQueen entwirft 2010 mit Platos Atlantis die passende evolutionstheoretische Erklärung dazu. Langgezogene alienartige Köpfe verbinden sich mit Schlangenhaut und Kiemen. Sie interagieren mit einer Umwelt aus Roboterarmen, die ihre hybriden Formen zu verlangen scheinen. Bei so viel Zukünftigkeit ist es fast eine Randnotiz, dass McQueen seine Metamorphosen und Symbiosen als erste live gestreamte Modenschau bewirbt. I'm Juno Birch, a glamorous alien woman who crash-landed on Earth in 1962. Juno Birch arbeitet die Übergänge in ihren Outfits und Make-ups heraus. Auf dem Medium der Haut erschafft sie in der Tradition des Drag porenfreie Oberflächen. Eine außerirdische, fantastische Gesichtsfarbe, ein paar Lichtreflexe auf der Oberfläche, voilà! This makes me look 10 times more artificial. Und hier wieder der Flirt mit der belebten Puppe und ein ironischer Kommentar auf Geschlechterrollen und Häuslichkeit des Mid-Centuries. Juno Birch kommentiert vor einer Retro-Tapete im Let's-Play-Stil die Sims mit ihrer Protagonistin Desperate Birth. Guten Morgen. Okay, irgendein mysteriöser Fremder, wie es im Untertitel von Alf heißt, tanzt ja immer aus der Reihe. Wenn die Regel der glatten Oberfläche von ihm oder hier von Jean-Pierre Jeunets Alien gebrochen wird, schreiben das Fell oder milchig spritzende Flüssigkeit aber immerhin Filmgeschichte. Oder wenn, wie in David Cronenbergs Existenz aus dem Jahr 1999, Roboter in Organform erscheinen, die wir uns zum Beispiel über den Bauchnabel oder über eine Schnittstelle direkt in den Körper einführen. Mal verbinden wir uns wohltuend in Analogie zur Tankstelle, an der alles anfängt. Mal kommen die unheilvollen Einzelteile in Form von Zahnprothesen direkt aus dem Mund des Protagonisten heraus und werden von ihm zusammengesetzt. Dank sphärischer Musik und spärlicher Belichtung selbstverständlich Teil einer Horrorerzählung. Die Entwürfe des Außerirdischen sind grundlegend von queerer Kultur geprägt. Eine Community, die die Markierung als das andere, das Neue, Bedrohliche oder Unterdrückte kennt, wie der Filmklassiker Anders als die anderen von 1919 reflektiert. Queere KünstlerInnen wie die Transfrau Jane County, deren Leben der Film Hedwig and the Angry Inch erzählt und deren Stil David Bowie kopierte, entwerfen das Weltall, Außerirdische und Cyborgs als Utopie der Freiheit jenseits angeblich biologischer Regeln. Figuren wie Lily in der Serie Sex Education setzen diese Tradition heute fort, zum Beispiel in dieser Sexszene zwischen Ola und Lily in Space-Kleidung mit Oktopus-Tentakel oder Lillys queerer Musical-Inszenierung von Romeo und Julia, die der Schulleiter sabotiert. Die queere Ikone Björk arbeitet mit futuristischen Körpererweiterungen und hinterfragt, nah am Diskurs der robotischen Prothetik und den Disability Studies, normierte Menschlichkeit. Mode und performative Künste sind, wenn auch oft versteckt, ein relativer Freiraum für Queerness. Yves Saint Laurent,
Calvin Klein, Pierre Cardin und seine Unisex-Fashion, Balenciaga, Dior, die Queen of Les Gilles Sander, Pepper LeBeja, Hubert de Givenchy, John Galliano, Kenzo, Alexander McQueen, Karl Lagerfeld, Walter von Beerdendorf, Jean-Paul Gaultier, das queere Cyborg-Manifest Donna Haraways, queere MusikerInnen wie die Transfrau Wendy Carlos, die Komponistin der Filmmusik von The Shining und diverser Stanley Kubrick-Filme, die am ersten kommerziell erhältlichen Synthesizer arbeitete und als experimentelle Pionierin die elektronische Musik zu dem machte, was sie heute ist. Queere KünstlerInnen haben damit nicht nur die Ästhetik der Roboter vorausgedacht, sondern auch ein experimentelles, positives Verhältnis zu neuen Technologien wie Robotern kulturell vorbereitet. Neben Silber ist die andere Nichtfarbe des Jahrhunderts Weiß. Weiß, oder wie Loïc Prigent es nennt, laboratory aesthetic. Isabelle Marant, it's not white, it's sexy meringue. Victoria Beckham, immaculate sorbet. J.W. Anderson, it's not white, it's Brad Pitt's smile at noon. Balmain by Olivier Rousteing, it's not white, it's the color of the middle of the French flag. Roboter scheinen die körpergewordenen White Cubes, ein Konzept, das Kunstwerke in komplett weiße Ausstellungsräume platziert und Weiß damit nicht mehr nur zur medizinischen, sondern auch zur visuellen Neutralität erklärt. Hier leuchtend adaptiert durch eine suchende Kamera in der Schlussszene von 2001 Odyssee im Weltraum. Das Nichts sicherheitshalber in Weiß. Denn die technologische Zukunft ist natürlich noch so neu, dass sie noch keine Einschreibungen kennt. Wir selbst leben wie die Software in utopischen, natürlich weißen Gehäusen, in 1968 frisch gelandeten UFOs, zumindest wenn es nach dem Architekten Matti Suuronen und dem futuristischen Manifest Filippo Tomasos geht. Und weil wir so fortschrittlich sind, 1973 weiße Sexautomaten von Woody Allen in Sleeper. Use the Orgasmatron. That's a good idea. Come on. You know, I think Beverly knows the plot tonight. Oh, I tried. Colin also. Die weiße Farbe der Raumanzüge. Weiß, die Farbe, die André Courrèges 1964 für das Space Age ausgesucht hat. Das Moon Girl ist geboren. Nicht ohne Grund teilt sich die Geschichte der Mode laut PPP, Peter Paul Polte, in zwei biblische Epochen. BC und AC, Before Courrèges and After Courrèges. Vergiss bitte nicht die flachen weißen Stiefel. Oder nimm diese von Martin Margiela, seit 1989, weiße Anonymität. Vorausgesetzt, man wird nicht an den Schuhen erkannt. Weiß, natürlich, was sonst in einer eurozentrischen Welt, in der es trotz der fairsten Figur der Sci-Fi-Geschichte T'Challa in erklärt afrofuturistischen Kostümen nicht nur rassistische Roboter, sondern sogar Rassismus gegen schwarze Roboter gibt. Weiß, fast schon ironisch unschuldig, nach weißen Engeln, Ärztinnen und den patriarchalen Phantasmen der Jungfräulichkeit, weißer Arbeiterinnenkleidung für Hausmädchen, Metzgerinnen oder vielleicht auch weißer Kolonialkleidung als Akteurin der Ausbeutung, sind weiße Roboter doch der nächste logische Schritt, oder? Weil jedes Gerät insgeheim ein Raumschiff sein will und wir schon die passende Kleidung tragen, erstrahlen auch die domestizierten Geräte seit Dieter Rams und Steve Jobs in Weiß. Passend dazu weißes Corporate Design bei Real Humans, zumindest solange alles noch gut ist. Und wie es im Leben so spielt, ist man ja eigentlich doch immer von gestern. Mode und Körper fusionieren jetzt zum Interface bei Jasna Rokechem, ein bisschen wie damals in I'm a Cyborg, but it's okay, Augmented Fashion by the Fabricant für alle, denen selbst das Oberteil im Homeoffice zu viel wird, oder digitale Felldisplays von Behnaz Farahi, wenn man nicht so gerne über Gefühle spricht. Nachdem die Roboter aussehen, wie DesignerInnen fremde Lebewesen entworfen hatten, sie uns dann in Dystopien doch unangenehm ähnlich wurden, verwandeln sich Roboter jetzt selbst zu Kleidung, die wir mit dem Körper bedienen. Skin on Skin.